einen Politiker schmieren. Umso schlimmer, wenn er dabei erwischt wird. Dann wird er als Chef von Lahnstein Enterprises untragbar und Per wird Minister. Du, nackt und schwul, in der ganzen Stadt. Ich habe Wotan alle Rechte verkauft, damit er mehr blecht. Ich wusste nicht, was sie mit dem Teil machen. Ich dachte, es bleibt eine schwulen Szene. Kannst du damit leben, mit einem schwulen Ehemann? Ich liebe dich. Auch wenn du schwul bist. Die suchen jemand ab sofort und die Bezahlung ist... Ach du liebes Lieschen. Ich will den Posten der abteilungsübergreifenden Chefcontrollerin. Ich will das Dreifache meines alten Gehalts, mein eigenes Büro und täglich frische grüne Trauben. Ja, Frau Schulz. Geht in Ordnung. Legen Sie sofort los. Gucken Sie mich nicht an wie ein angeschossenes Reh. Was ist jetzt? Sie wollen auf meine Forderungen eingehen? Ein eigenes Büro, eine Gehaltserhöhung? Und auf die grünen Träubchen. Ich lege Ihnen noch ein paar rote obendrauf. Jetzt mach schon, bevor sie sich noch anders überlegt. In Ordnung, ich bin dabei. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Melden Sie sich im Personalbüro. Den Weg dorthin kennen Sie ja. Klar, mache ich. Schulz, Sie haben gut verhandelt. Ich erwarte jetzt mehr als 100% von Ihnen. Natürlich. Sie können sich auf mich verlassen. Ach, bitte lassen Sie mich doch einfach durch. Das glaube ich jetzt nicht. Überraschung! Fahrt Schule, ich wusste nicht, dass es das heute überhaupt noch gibt. Och, an Ihrer Aura sollten Sie dringend arbeiten. Sieht sehr ungesund aus. Wer ist diese Frau? Darf ich vorstellen? Meine Mutter, Verena Schulz. Verena, das habe ich aber lange nicht mehr gehört. Bitte nennen Sie mich Vaschanti. Zahlen bitte. Klar. 59 bitte. Halbnackt in der ganzen Stadt auf riesigen Plakaten. Also, wenn es dich zum Lächeln bringt, ist alles gut. Sascha? Hey. Na? Hallo. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich muss ständig an Ansgar denken. Aber es war gut, dass wir mal wieder vor die Tür kommen. Aber lass uns nicht so lange machen, ja? Ich muss noch ein paar Sachen für die Buchhaltung erledigen. Hm? Echt? Das schiebst du doch sonst auch mal bis zum letzten Moment auf. Ja, aber das will ich gerade ändern. Ich hab dich gerade voll komisch angeschaut. Findest du? Quatsch. Sascha? Alter, Sascha, was soll das denn da? Warum hänge ich denn da? Ja, ich dachte, wenn wir schon mal einen Star in unserer Mitte haben. Ach, deswegen willst du lieber Belege sortieren. Wir? Entschuldigung, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Du, tut mir leid, ich mach sowas nicht. Was? Ah, jetzt komm schon. Dann wird man sowas schon gefragt, hä? Okay. Danke. Für? Harry. Super, danke. Was ist denn los? Thanks, so cool. Ja. Wir müssen uns dringend um die Ökobilanz unserer LCL-Produkte kümmern. Setz dich. Ich will, dass wir schon ab der nächsten Kollektion auf ökologisch einwandfreie Materialien umsteigen. Die Stoffe sind hoffnungslos mit Chemikalien verseucht. Ja gut, aber wie stellst du dir das vor? Wir sind langfristig an Verträge gebunden. Außerdem reden wir hier von High Fashion. Da kann man nicht für alles einfach dieses Bio-Line nehmen. Du klingst ja wie Tanja. Glaub mir, Tanjas berufliche Zukunft ist mir scheißegal. Hier geht's um was ganz anderes. LCL ist mittlerweile zur Haupteinnahmequelle dieses Unternehmens geworden. Ja, leider. Mode- und Traditionsunternehmen, das passt für mich immer noch nicht zusammen. Du willst LCL doch nicht ernsthaft abstoßen. Auf lange Sicht werden wir uns wieder auf die Lahnsteinschen Kernkompetenzen konzentrieren. Die Bank und die Forstwirtschaft. Was uns zum Thema bringt. Die Pläne, diesen Autobahnzubringer durch unseren Forst zu bauen, werden immer konkreter. Du wolltest doch präventiv dagegen vorgehen. Glaubst du, das habe ich nicht versucht? Aber so absurd es auch klingt, die Chancen, einen eventuellen Prozess zu gewinnen, sind verschwindend gering.
Die Landesregierung kann uns ja wohl schlecht zum Verkauf zwingen. Doch, das kann sie. Du meinst also, wir sollten uns um eine gütliche Einigung mit der Ministerin bemühen? Und zwar so schnell wie möglich, Hagen. Sonst gibt es doch bald keinen Forst mehr, mit dem wir noch wirtschaften könnten. Ein Modekonzern und so groß. Du musst auf deine Aura achten. Ich weiß, wie leicht man sich verliert. Mama. Was genau arbeitest du denn hier? Ihre Tochter ist unsere Controllerin. Controllerin? Das ist ein Beruf? Was soll das sein? Caro sagt uns einfach ein, wo es lang geht. Das passt. So war sie schon als kleines Mädchen. Ich bin übrigens Vasanti. Ah, Tore Hellström, also Tore Hellström. Ach, dann bist du also mein zukünftiger Schwiegersohn. Freut mich auch. Warum bist du hier? Warum? Natürlich, um euch endlich wiederzusehen, meine beiden Mädchen. In den letzten Jahren war deine Sehnsucht aber nicht sonderlich groß. Ich habe euch jeden Tag in meine Meditation eingeschlossen. Aber ich musste noch so viel an meinem höheren Selbst arbeiten. Solche Prozesse darf man nicht unterbrechen. Außerdem gibt es doch etwas zu feiern. Die Vereinigung zweier Menschen. Obwohl eine Hochzeit für meinen Geschmack etwas zu bürgerlich ist. Aber wenn ihr das braucht... Ach, du hast es wirklich geschafft. Es ist so schön, dich zu sehen. Mein Engelchen, toll siehst du aus. Und eine Aura, wie indische Seide. Wie war denn deine Reise? Ach. Oh, wann bist du gelandet? Ich hätte dich doch abholen können vom Flughafen. Wollen wir erst mal einen Tee zusammen trinken? Ja? Caro, kommst du auch? Ich habe noch zu tun. Ach, Kindchen, du lebst ja immer noch nicht. Diese Mutter erklärt einiges. Gewöhn dich besser dran. Schließlich wird sie ja bald deine Schwiegermutter. Es ist immer wieder das Gleiche. Hagen verschwindet von der Bildfläche, dann taucht er wieder auf, reißt alles an sich, mal ganz abgesehen davon, dass ihm jegliche Fachkompetenz fehlt. Ehrlich gesagt habe ich das sowieso für eine vorübergehende Verirrung gehalten. Der will LCL tatsächlich loswerden? Ja, sowas hat er gesagt. Dann hast du ihm hoffentlich erklärt, dass es das Herz des Konzerns ist. Ganz ehrlich, Sebastian, ohne mich und meine Mode wäre dir nichts als ein Haufen verarmter, schlecht gekleideter Landadliger. Tanja, ich bin gerade dabei, sein Vertrauen zurückzugewinnen, ja? Das ist mir schon klar, aber deswegen kannst du ja nicht so einen Schwachsinn durchgehen lassen. Wie du sicher weißt, habe ich das auch nicht vor. Wenn alles nach Plan läuft, sind wir Hagen und seinen Ökoterrorismus sowieso bald los. Wenn er sich denn überhaupt bei der Ministerin meldet und Kontakt aufnimmt. Was bleibt ihm denn? Wenn er jetzt nicht aktiv wird, dann kann er bald auf Wiedersehen sagen zu seinen geliebten Bäumen. Ist dein alter Schulfreund sich wirklich sicher, dass die Ministerin bestechlich ist? Der Mertens ist schon so lange ihr Staatssekretär. Wenn jemand sie einschätzen kann, dann er. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass er Recht behält und Hagen hier ein schönes Sümmchen an Bestechungsgeld zukommen lässt. Er redet sich ein, in Vaters Sinne zu handeln, wenn wir uns endlich wieder auf die guten, alten Traditionen besinnen. Glaub mir, er wird alles dafür tun, diesen Wald zu retten. Gotta keep your head up and move along, move along. Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder werden das hier immer mehr Männer? Wir sind alle nur für dich da. Auf der Seite von diesem Schulenmagazin hat einer gepostet, dass du hier bist. Nein. Doch. Nein, bitte lass es gehen. Bitte, 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 bitte lass es gehen. Nein, tut mir leid. Ich kann jetzt erstmal an etwas anderes denken. Das muss ich jetzt ausnutzen. Du verlangst echt eine Menge von mir, ne? Hi, ich bin Timo. Und? Genau wie auf deinem Tattoo. So, und jetzt soll ich dich zum romantischen Essen einladen, oder was? Hör mal zu, ich bin nicht schwul. So, um mal eins klarzustellen. Ich bin nicht schwul, es tut mir leid. Ich bin verheiratet mit einer Frau und sehr glücklich. Also verkrümelt euch bitte und lasst uns in Ruhe, ja? Danke. Mann, steh doch dazu. Hast du eine Minute? Natürlich. Bevor ich es vergesse, ich habe gerade mit einem Herrn Opladen telefoniert. Er ist Einkäufer für ein Öko-Versandhaus und er hat gesagt, sobald er Zeit hat, möchte er sich gerne mit Rebecca und mir treffen.
Ich hoffe, das war in Ordnung. Ich dachte nur, es kann nicht schaden, wenn man sich schon mal informiert. Ja, freut mich, dass du auf das Thema anspringst. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Kundin vom neuen Konzept überzeugen. Und Tanja. Wenn sie nicht passt, sie kann jederzeit gehen. Auch wieder wahr. Warum ich hier bin, ich habe noch mal über den Bau des Zubringers nachgedacht und wahrscheinlich hast du recht, das ist keine Sache, die wir aussitzen können. Deshalb habe ich mich mit Staatssekretär Mertens in Verbindung gesetzt und ob du es glaubst oder nicht, ich hatte sogar kurz die Ministerin persönlich am Telefon. Ich nehme an, das habe ich dir zu verdanken. Was? Hagen, was soll ich sagen? Es tut mir leid, aber es geht eben nichts über Beziehungen. Was hat sie denn gesagt? Dass sie meine Bedenken verstehen kann und dass wir unsere Standpunkte austauschen sollten. Du hast einen Termin mit ihr im Ministerium? Ein Außentermin, morgen Vormittag im Westforst, zur Jagd. Eigentlich wollte ich ihr bei einem Spaziergang zeigen, was bei so einem Bauvorhaben alles auf dem Spiel steht, aber sie war völlig versessen darauf, dies mit einer Jagd zu verbinden. Ausgerechnet bei einer Jagd will sie mit dir über Nachhaltigkeit und den Erhalt des Waldes reden? Das ist ja absurd. Ja, da muss ich wohl durch. Wichtig ist nur, dass sie am Ende ihre Meinung ändert. Bist du morgen dabei? Ja, wenn du das willst, klar. Was? Nein, ich freue mich nur, dass wir ausnahmsweise mal zusammenarbeiten, anstatt immer nur gegeneinander. Ist trotzdem ungewohnt. Aber es ist okay. Zu mir? Wieso denn bitte zu mir? Tores Putzfrau ist krank. Ich wollte wahrscheinlich dieses Chaos nicht zumuten. Ich muss mich nach dem langen Flug dringend hinlegen. Wenn Mumbai nicht so weit wäre, dann hätte ich ja den Zug genommen. Aber jetzt muss ich diese ganze Strahlung endlich wieder loswerden. Das geht so nicht. Ich meine, du tauchst nach Ewigkeiten wieder auf und sofort nimmst du alles in Beschlag. Caro, wir haben es dir doch gerade erklärt. Komm. Ich werde bei dir auch nichts anfassen. Ich weiß ja, wie eigen du da bist. Darum geht's doch gar nicht. Wenn du wirklich glaubst, dass das Chaos bei Tore selbst für sie zu viel ist, dann bring sie doch in ein Hotel. Du willst unsere Mutter in ein Hotel stecken. Na schön, meinetwegen. Danke, mein Kind. Danke. Ich fahr dich schnell, okay? Danke. Nimmst du? Ja. Ach ja, Caro. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Danke. Hallo. Hi. Da müssen wir bald mal drauf anstoßen, okay? Ja, von mir auch herzlichen Glückwunsch und willkommen zurück. Danke. Hier soll was klemmen? Ach du liebe Güte. Dankeschön. Was ist denn los? Von der Modeschule in Paris. Die wollen, dass ich bis übermorgen eine Arbeitsprobe abgebe zum Thema Sportbekleidung. Klingt nach einer heftigen Deadline. Ja, vor allem, weil ich jetzt hier arbeite. Das heißt Nachtschicht. Naja, 2 Nächte durchackern. Scheiße, aber machbar. Leider hat Giselle gerade unsere Mutter bei mir einquartiert. Das war deine Mutter? Cool. Nein, nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Danke, dass wir endlich gehen konnten. Am schlimmsten waren wirklich die ganzen enttäuschten Blicke. Komm, wir schauen mal, was die Community so schreibt. Können wir das nicht einfach lassen? Also die allgemeine Reaktion ist, schade, dass du nicht schwul bist. Und ein paar zicken rum, weil sie glauben, dass die ganze Aktion eine Mogelpackung ist. Ich bin da keine Mogelpackung. Oh. Einer hat den festen Vorsatz, dich umzudrehen. Was? Wo steht das? Spaß. Ach so, das findest du also witzig, dass der Mann von irgendwelchen fremden Typen angegeiert wird, ja? Ich finde eigentlich nur deine verkrampfte Reaktion witzig. Ja, tut mir leid, das ist einfach nicht so einfach für mich. Ah ja, aber das hier, das ist kein Problem für einen venezolanischen Macho wie dich. Einen Männernamen auf deinem Hintern zu tragen. Das ist was vollkommen anderes. Das ist ein Freundschaftsbeweis zwischen mir und meinem besten Kumpel. Freundschaft. Mhm. Vielleicht war doch irgendwas zwischen euch. Homoerotische Schwingungen. Na, warte mal ab. Ich werde dir mal zeigen, wie schwul ich bin. Entschuldige.
Sag mir doch einfach, was du suchst. Wenn du vielleicht ein bisschen Honig für mich hättest, für den Tee? Vielen Dank. Ich wollte dich wirklich nicht von deiner Arbeit abhalten. Ja. Tu so, als wäre ich nicht da. Das kann ich nicht. Dann komm einen Moment zu mir. Ich hab dich vermisst, meine Große. Hoffentlich schöpft Hagen keinen Verdacht, wenn wir beide am gleichen Tag Überstunden machen. Er sollte Besseres zu tun haben. Du solltest Besseres zu tun haben, als dir darüber Gedanken zu machen. Ich meine das ernst. Niemand darf rausfinden, dass wir beide nach wie vor zusammen sind. Mit Hagens Vertrauen in mich steht und fällt unser Plan. Man könnte fast glauben, du freust dich nicht, mich zu sehen. Und jetzt? Besser. Was wollte Hagen denn eben? Ich habe gesehen, dass er in dein Büro gegangen ist. Ach, alles bestens. Morgen früh gehen wir mit der Frau Ministerin auf die Jagd. Hallali, passt gar nicht zu Öko-Hagen. Diese Jagd geht ihm auch gehörig gegen den Strich. Aber er hofft nach wie vor, die Ministerin mit seinem Geschwafel über Nachhaltigkeit und Naturschutz von ihren Plänen abbringen zu können. Ist es völlig ausgeschlossen? Laut Mertens ist die Frau nur an 2 Dingen interessiert: Geld und Macht. Gut für uns. Die wird meinen Bruder sowas von auflaufen lassen. Und ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als das Köfferchen mit Schmiergeld auszupacken. Ich hoffe nur, der Trottel versteht ihre dezenten Hinweise. Sie wird schon deutlich genug sein. Und dann sind beide ihren Posten los. Ich wäre wirklich gern dabei, wenn Hagen sich die Finger schmutzig macht. Aber ich halte mich raus. Ich weiß, das ist die schwerste Übung für dich, aber ich kann dich beruhigen. Mertens und ich, wir werden uns auch die meiste Zeit im Hintergrund halten. Wenn Hagen wirklich so weit geht, ihr ein Angebot zu machen, dann nur unter 4 Augen. Hier bist du. Kannst nicht schlafen? Ich komme gleich. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Eigentlich hatte ich mir geschworen, das nie wieder zu tun. Denkst du an die Jagd morgen? Auf der Insel, da haben wir ständig gejagt, um zu überleben. Aber Tiere zu töten, nur so zum Spaß, das ist verdammt dekadent. Ich habe das mit der Jagd auf Geschäftsterminen auch noch nie verstanden. Kann ich Golf spielen gehen oder so? Ich töte Tiere, um deren Lebensraum zu erhalten. Das ist doch absurd, oder? Du kannst ja nur so tun, als ob. Du schießt einfach daneben. Vor allem gehe ich damit schon wieder Kompromisse ein. Und genau das wollte ich eben nicht mehr tun. Ist ja für einen guten Zweck. Und warum fühlt sich das so falsch an? Hast du eigentlich Hunger, Mama? Ich kann uns noch was zu essen machen. Wenn du mich Mama nennst, fühle ich mich immer so alt. Ja, ich weiß. Du wolltest früher schon, dass wir dich Verena nennen. Aber das willst du ja jetzt auch nicht mehr. Weil ich jetzt Vasanti bin. Also, soll ich uns noch was machen? Ach, das habe ich ja völlig vergessen. Ich habe uns vorhin etwas Ruckers gemacht. Da waren noch ein paar Möhren und Sellerie im Kühlschrank. Hier. Und ich habe uns ein Chutney aus Indien mitgebracht. Klingt doch gut. Was hältst du eigentlich von Giselles Freund? Ich meine, Verlobten. Da halte ich mich lieber raus. Also mir gefällt er. Gute Schwingung. Kann ich nicht beurteilen. Du und Giselle, ihr hattet schon immer so unterschiedliche Geschmäcker. Manchmal habe ich mich gefragt, ob sie eine von euch bei der Geburt vertauscht haben. Das war dann wohl ich.
Ja, Giselle kommt mehr nach mir, da hast du recht. Was nicht immer was Gutes ist. Deshalb habe ich wohl auch immer so viel von dir verlangt. Wahrscheinlich zu viel. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, dann weiß ich, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Hey, was machst du denn hier? Musst du nicht das Mittagsgeschäft des Bahnhofs vorbereiten? Ich dachte, ich bringe dir was für die Frühstückspause vorbei. Cool, danke schön. Hallo, schöner Mann. Ich komme später beim Bahnhof vorbei. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die belagern förmlich das Bahnhof. Ja, ich habe echt gedacht, das hätten mittlerweile alle gerafft. Ich finde es irgendwie cool. Ja, alle stehen auf dich und ich muss keine Angst haben, dass du schwach wirst. Das musst du sowieso nicht. Du bist die Einzige, die ich liebe. Ja, das soll ich dir auch geraten haben. Hey, du bist gar nicht schwul, sagt mein Bruder. Da hat er recht. Dann ruf ich doch mal an. Wie kommt ihr hier überhaupt rein? Raus! War eh zu jung für dich. Ja. Jetzt habe ich direkt ein schlechtes Gewissen. Wieso? Weil du gar nicht an deinen Entwürfen arbeiten konntest. Für diese Modeschule in Paris. Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich habe mich schon gewundert, als mir Giselle von deiner Bewerbung erzählt hat. Ja, ich weiß. Es passt ja eigentlich gar nicht zu mir und ich konnte ja schon immer besser mit Zahlen umgehen. Stimmt. Aber wenn schon. Das Leben ist ein Rad. Niemand weiß, wo das eine anfängt und wo das andere aufhört. Und wenn du fühlst, dass das jetzt deine Bestimmung ist, dann wirst du es auch schaffen. Bin ich mir ganz sicher. Du und Giselle, ihr habt schon so viel in eurem Leben erreicht. Ich bin so stolz auf dich. Und als dann der Anruf von Giselle kam, das war für mich wie ein Zeichen. Ich wusste, jetzt ist der richtige Augenblick, zu euch zurückzukommen. Du willst länger hier bleiben? Wenn ihr nichts dagegen habt. Nein, ich... Ist ja deine Entscheidung. Es wundert mich nur. Willst du dein Leben in Indien wirklich aufgeben? Ihr seid mein Leben. Ihr seid aus mir gekommen und ich bin in euch. Es wäre keine Aufgabe, eher ein Schritt zurück zur geistigen und körperlichen Einheit. Aha, das klingt sehr schön. Dann sind wir endlich wieder eine Familie. Ach. So, jetzt will ich dich aber nicht weiter von deiner Arbeit auch noch hier abhalten. Bis später, meine Große. Ja, bis später. Ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Es gibt Verabredungen, Regeln, Termine. Das ist die Basis unseres Geschäfts. Vielleicht kommt er ja noch. Ich habe ja nur gesagt, dass es sein könnte. Hagen lässt gerade einen Termin platzen. Warum macht er das? Hat er über Nacht wieder irgendwelche neuen moralischen Bedenken entdeckt? Das ist unprofessionell. Kommst du zur Not auch allein zurecht? Natürlich komme ich allein zurecht. Aber Hagen ist nun mal derjenige, der jeden einzelnen Baum in diesem Wald liebt. Also ist er auch der richtige Mann, wenn es darum geht, der Ministerin zu erklären, wie wichtig deren Erhalt ist. Vielleicht kann ich dir bei dem Termin ja auch helfen. Durch meinen Vater kenne ich den Forst ja auch ziemlich gut. Er sagt immer, das ist die grüne Lunge von Düsseldorf. Ja? Bedeutender für das ökologische Gleichgewicht als der Hofgarten und der Nordpark zusammen. Wie das zieht, bestimmt. Hagen, na also, du kommst ja doch. Ja? Wieso? Gut, dass du da bist. Ich bin dabei. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Hör zu, unser Vater konnte auch viele seiner Geschäftspartner nicht leiden. Es hat ihn die größte Überwindung gekostet, das nicht zu zeigen. Aber er hat drüber gestanden. Ja, bist ihm doch ähnlicher, als ich dachte. Dana, ich würde mich freuen, wenn du auch mitkommst und mich unterstützt. In jedem anderen Fall würde ich dir recht geben. Es ist immer eine Bereicherung, wenn Dana dabei ist. Aber in diesem speziellen Fall halte ich es für taktisch äußerst unklug, wenn zu viele unserer Familie bei dem Treffen mit der Ministerin auftauchen. Ist mir egal, ich will Dana an meiner Seite haben. Ich glaube, sie hat sich wirklich verändert. Sie wollte mich unter keinen Umständen stören, damit ich meine Skizzen fertig kriege. Ich meine, darauf hätte sie früher doch keine Rücksicht genommen. Stimmt. Und dann hat sie mir zugehört. Ich meine, richtig.
Ich hatte das Gefühl, dass er mich ernst nimmt in dem, was ich will und nicht gleich versucht, mir ihre Vorstellungen aufzudrücken. Okay, jetzt machst du mir Angst. Giselle und Caro, ich hatte eine Eingebung. Du und ich, wir machen uns zusammen selbstständig. Mit einer Yogaschule. Wie bitte? Die Idee ist mir ganz spontan heute Morgen beim Sonnengruß gekommen. Was hältst du davon? Ich leite die Kurse und du machst den ganzen Papierkram. Wir haben doch vorhin noch drüber gesprochen, dass ich mich in Paris bewerben will. Du hast doch selbst gesagt, dass du der geborene Zahlenmensch bist. Okay, Moment mal. Eine Yogaschule. Was ist mit Indien? Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich mit euch zusammen gerne ein neues Leben beginnen will. Und was sagt dein Freund dazu? Ach, eine Amöbe unterster Entwicklungsstufe. Wieso? Was ist passiert? Geld wollte er von mir. Für meine Zeit im Ashram. Könnt ihr das glauben? Solange wie ich mit ihm zusammen war, da hat er nie davon gesprochen, dass ich irgendetwas bezahlen sollte. Und dann hat er sich in diese neue verguckt und mir eine Rechnung gestellt. Eine Rechnung über Verpflegung und Unterkunft. Wovon sollte ich denn das bezahlen? Du bist pleite. Eine Freundin hat mir Geld geliehen, damit ich mir wenigstens ein One-Way-Ticket nach Deutschland kaufen kann. Deshalb bist du hier. Nicht, weil du so Sehnsucht nach uns hattest, sondern weil du rausgeflogen bist. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Natürlich hatte ich Sehnsucht nach euch. Nach meinen beiden Küken. Es hat sich nichts verändert. Überhaupt nichts. Wow. Entschuldigung. Hey. Na? Und war es noch sehr schlimm mit der Belagerung? Halb so wild. Die gute Nachricht ist, ich habe so viele Burritos verkauft wie noch nie zuvor. Wohl ziemlich hungrig, die Jungs, hä? Naja, also seit sich irgendwie rumgesprochen hat, dass ich doch nicht schwul bin, sind es vor allem Mädels. Ach ja? Ja, keine Ahnung, woher die es wissen, aber so wie es scheint, habe ich meine Fanbase ganz schön erweitert. Und von was für Mädels sprechen wir so? Jung, Anfang Mitte 20, Studentinnen. Das hat dir natürlich gefallen, hä? Also die Umsätze haben mir gefallen. Der Rest war ein bisschen nervig. Die ganzen Hühner, die Autogramme wollten und die ganzen Plakate. Klar, oh Gott. Tausende Studentinnen finden deinen Buddy toll. Das ist natürlich, total nervig. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Okay, vielleicht finde ich es ja doch ganz cool, aber es ist doch völlig harmlos. Der Spuk hat morgen wieder ein Ende. Gut, dann können wir uns ja morgen wieder sprechen. Kim, Nee, ich muss arbeiten. Und bitte denkt dran, immer schön hofieren, ne? Ja, natürlich. Ministerin Frau Dr. Eschberger-Löderich, Sebastian von Lahnstein. Wir haben Tiere getötet, um zu überleben. Wir hatten keine andere Wahl. Du musst das hier nicht machen. Ich bin mir sicher, Sebastian kriegt das auch alleine hin. Ja, das geht schon. Mit dir zusammen schaffe ich sowieso alles. Nein, wirklich, ich bin froh, dass du dabei bist. Und Sie sind also Hagen von Lahnstein. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Oh, da bin ich aber froh, dass Sie trotzdem Zeit für mich gefunden haben. Eine Einladung zur Jagd kann ich nie widerstehen. Darf ich vorstellen, meine Frau Dana Wolf, Ministerin Eschberger-Löderich. Freut mich. Meine Frau kennt den Wald besser als jeder andere. Ihr Vater ist Förster bei uns. Dann könnte ich ja in der Trüffelsaison noch einmal auf Sie zukommen. Trüffel gibt's hier leider keine, aber dafür jede Menge Pilzarten. Wie spannend. Ich würde vorschlagen, wir stärken uns erstmal, bevor es losgeht. Was meinen Sie? Sie wissen wirklich, wie man einen Termin angenehm gestaltet. Hm? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Und hoffentlich auch bald wie geschmiert. Jetzt wird noch ein wenig Süßholz geraspelt und wenn alle Argumente durch sind, macht sie ihm klar, dass sie auf ihrem Standpunkt beharrt. Oder aber er lässt was springen. Herr Mertens, Sebastian, Champagner? Unbedingt. Wir müssen noch gemeinsam anstoßen. Santé? Santé.
Caro! Caro, warte doch! Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist. Ach, und du nicht? Unsere Mutter taucht nach Jahren wieder auf. Und das nur, weil ihr Lover sie rausgeschmissen hat und sie nicht weiß, wo sie bleiben soll. Ja, okay, aber so ganz so schwarz-weiß muss man das ja jetzt nicht sehen. Ja, der Ausruf war der konkrete Anlass, aber meinst du nicht, Vasanti hat uns auch einfach vermisst? Kein Stück. Auch wenn sie nie für uns da war. Du urteilst mal wieder viel zu hart, genau wie früher. Weil ich mit Biggie ihre Verantwortung übernommen habe. Und ja, ich weiß, wie sehr ich dir damit auf die Nerven gegangen bin. Aber du hast dafür ein verdammt bequemes Leben gehabt. Das wirfst du mir jetzt vor. Nein. Es war ja meine Entscheidung. Aber versteh doch bitte, dass ich nicht wie du immer alles entschuldigen will, was unsere Mutter tut oder lässt. Thema beendet. Für mich nicht. Vasanti braucht uns. Und wenn du sie im Stich lässt, dann bist du kein Deut besser als sie. Netter Versuch. Du weißt, dass ich recht habe. Sie ist immer noch unsere Mutter. Und ich weiß, du hast ein viel zu großes Herz, um das zu ignorieren. Wir sind wirklich stolz auf die Artenvielfalt in unserem Forst. Der westliche Teil des Waldes beherbergt den größten Bestand an Dammwild in der gesamten Region. Dann werde ich wohl ein schönes Exemplar erwischen. Sie wissen sicher, dass der Wald als die grüne Lunge der Region gilt? Bin mir sicher, dass es sich hier um ein wunderschönes Stück Land handelt. Dennoch gibt es die Notwendigkeit, unsere Straßen zu entlasten. Die Straßen im Rheinland sind und bleiben verstopft. Daran wird auch ein weiterer Autobahnzubringer nichts ändern. Dann sind Sie wohl auch noch Verkehrsplanerin, Frau Wolf? Nein, aber eine Frau mit gesundem Menschenverstand und Führerschein. Vielleicht sollten wir langsam aufbrechen. Gute Idee. Dana? Herr Mertens hat mir soeben gestanden, dass er leidenschaftlicher Reiter ist. Er überlegt sogar, jetzt selbst zu züchten. Ist allerdings völliges Neuland für ihn. Hast du vielleicht ein paar Tipps? Klar. Was für ein Pferd? Eine Stute. Braun. Und wie alt? Glauben Sie mir, ein Autobahnzubringer in diesem Gebiet wäre in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Wirtschaftlich wie ökologisch. Glauben Sie mir, niemand möchte eine Autobahn durch seinen Garten. Es wird immer jemanden geben, der Bedenken anmeldet. Aber es muss doch irgendeine Alternative geben. Wie sagt man so schön? Es gibt im Leben für alles eine Lösung. Da bin ich aber beruhigt. Ich kann also davon ausgehen, dass Sie sich das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Welche Rasse? Da muss ich noch mal nachschauen. Vielleicht sollten Sie sich das mit der Zucht einfach noch mal überlegen. Ja, vielleicht. Ja. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, unser Gebiet zu verschonen. Meine Großmutter sagte immer, umsonst ist nur der Tod. Keine Ahnung, warum ich gerade jetzt darauf komme. Tu mir mal bitte den Gefallen. Danke. Nein, jetzt guck nicht so. Die wird sich schon wieder beruhigen. So sauer wie sie gerade ist, war sie schon ewig nicht mehr. Was ist denn los? Gestern war doch alles okay. Ja, bis gestern hatte ich auch nur männliche Anhänger. Warum zur Hölle müsste ich rausposaunen, dass ich nicht schwul bin? Wegen dem Macho-Scheiß. Davon ist aber nicht mehr viel übrig. Eine Sache interessiert mich doch. Wenn du so ein Problem hast mit diesem Homo-Image, warum steht der Name von einem Typen auf deinem Arsch? Das war eine schräge Aktion. Kurz bevor mein bester Kumpel nach Frankreich abgehauen ist. Mann, wir waren dicht, Alter. Wir haben... Und ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Das mit Timo und mir, das ist was ganz Besonderes. Wir können uns blind aufeinander verlassen und jeder weiß immer, was der andere denkt. Das ist geil. Klingt gut. Die einzige Person, bei der es genauso ist, ist Kim. Der Typ ist ja wirklich strange. Er will ja was über Pferdezucht wissen und hat offensichtlich überhaupt keine Ahnung. Ist das so schwer zu durchschauen? Ja, schon.
Dana, der steht auf dich. Herrgott, ich habe in einem Nebensatz mal kurz erwähnt, dass du das Gestüt leitest und jetzt ist ihm wahrscheinlich nichts Besseres eingefallen, wie er dich anbaggern kann. Obwohl ich so offensichtlich mit Harry zusammen bin? Ja? Das nennt man männliche Selbstüberschätzung. Sowas gibt's. Ein Prachtexemplar. Frau Ministerin! Och, jetzt haben Sie es vertrieben. Was? Also ich wollte noch mal sagen, wegen der Autobahn. Es tut mir leid, ich wollte Ihnen da nicht in Ihren Job reinquatschen oder so, aber finden Sie nicht, dass das hier ein prächtiges Stückchen Land ist, was durchaus schützenswert ist? Entschuldigen Sie mich einen Moment bitte, ja? Ist das eins von diesen Hightech-Gläsern? Darf ich da mal durch? Und? War sie offen für deine Argumentation? Eher nicht. Wir haben aber auch schönes Wetter. Aber sie hat eine sehr dubiose Andeutung gemacht. Aha. Was denn für eine Andeutung? Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, sie will, dass ich sie besteche. Wie bitte? Kaum vorstellbar, oder? Ja, sollte man denken. Aber diese Sachen kommen vor. Jetzt nur mal angenommen, es stimmt. Korruption, das ist das Letzte. Hagen, das sehe ich ganz genauso. Aber du musst doch auch zugeben, dass sie deine Argumente nicht hören wollte. Was würdest du an meiner Stelle tun? Schwierig. Auf der einen Seite ist das eine schmutzige Sache und nicht ungefährlich. Auf der anderen Seite haben wir so große Pläne, was die Umstrukturierung des Konzerns angeht. Nachhaltigkeit, Ausbau des Forstbetriebs. Das können wir alles getrost vergessen, wenn die hier ihren Zubringer bauen. Um die Entscheidung beneide ich dich wirklich nicht. So, wenn du damit fertig bist, dann sagst du mir bitte Bescheid, ja? Hey, Kim. Oh, schon fertig mit dem von Groupies bewundern lassen. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ne, danke. Von deiner Überraschung habe ich erstmal genug. Außerdem, ich muss arbeiten. Es geht auch ganz schnell. Hm? Und außerdem gehe ich eh nicht, bevor du es dir anguckst. Hm? Los. Was soll das? Barbara, nein. Tut mir leid. Was kommt jetzt? Jetzt sage ich dir, dass ich dich liebe. Dass du nicht nur meine Frau bist, sondern auch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und deswegen brauchst du die Bewunderung deiner ganzen Verehrerin. Die brauche ich eben nicht, das versuche ich dir gerade zu sagen, aber du lässt mich mal wieder nicht ausreden. Ich gehöre nur dir, ja? Mein Herz, meine Gedanken, meine Seele, mein Körper. Und zwar jeder Teil davon. Augen zu. Hm? Augen zu. Augen auf. Da steht ja mein Name. Ja, es hat ziemlich wehgetan. Oh, was ist mit Timo? Timo habe ich in meinem Herzen, den brauche ich nicht auf meinem Arsch. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich dachte, das wird eher ein privates Gespräch. Doro gehört doch schon fast zur Familie. Was darf ich euch bringen? Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ich hätte gerne Milch. Ein Espresso, bitte. Für mich bitte nichts. Ich werde mich sicher nicht in das Gespräch mit eurer Mutter einmischen. Geht mich auch wirklich nichts an. Caro, es tut mir leid, dass bei dir so ein falscher Eindruck entstanden ist. Inwiefern falsch? Es gab viele Gründe, warum ich zu euch gezogen bin. Aber so ist das nun mal im Leben. Das nennt man Fügung des Schicksals. Nein, das nennt man faule Ausrede. Du bist abgebrannt und brauchst einen kostenlosen Schlafplatz. So sieht's nämlich aus. Ich würde euch nicht lange auf der Tasche liegen. Im Gegenteil. Also, wenn wir erst mal gemeinsam mit dem Yogastudio durchstarten, dann wird das für uns alle ein Erfolg. Ja, absolut ja.
Hörst du mir nicht zu? Oder ignorierst du einfach, was ich sage? Ich will kein Yoga-Studio aufmachen, ich will Modedesignerin werden. Ja, aber... Nein, es ist mir egal, ob du mir das zutraust oder nicht. Ich zieh das durch. Und dich brauche ich dafür nicht. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Du brauchst mich nicht. Untersteh dich, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Du tauchst hier nach Jahren auf und spielst uns die liebende Mutter vor. Du interessierst dich doch nach wie vor nur für dich. Dir geht's doch wie früher nur um deine Weiterentwicklung, deine Selbstbestimmung, deine Freiheit. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Aber ich habe jetzt dafür auch eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht. Warum gestehst du mir diese Arbeit an mir selbst nicht zu? Hm? Das tue ich. Dann gesteh du mir zu, dass du in meiner nächsten Bewusstseinsstufe keinen Platz hast. Und schon gar nicht bei mir zu Hause. Du wirfst mich raus? Genau das. Von mir aus zieh zu Giselle. Dann kannst du auch gleich deinen zukünftigen Schwiegersohn besser kennenlernen. Entschuldigung. Was sollte der Quatsch mit dem Pferd? Alles schon geklärt. Sie denkt jetzt, du stehst auf sie. Es wird ja immer besser. Und ein anderes Pärchen dagegen scheint langsam zusammenzufinden. Das allerdings sind mal gute Nachrichten. Ich hoffe, Sie kommen auf Ihre Kosten. Bisher leider nicht. Ah, das ist meine Schuld. Ich habe heute irgendwas in der Nase, eine Allergie oder so. Gut, dass wir heutzutage nicht mehr auf die Jagd angewiesen sind. Im Falle unserer Vorfahren wäre so eine Allergie geradezu lebensbedrohlich gewesen. Obwohl das ja auch was hat. Dieser elementare Kampf ums Überleben. Habe Ihnen ja vorhin schon erzählt, dass ich ein Faible für das Leben in der Wildnis habe. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ich verbringe jedes Jahr eine Woche in einem Survival-Camp. Feuer machen ohne Hilfsmittel. Einmal haben wir sogar Insekten gegessen. Der Geschmack von Abenteuer und Freiheit. Obwohl das mit den Insekten eher abartig war. Aber sonst, der Mensch ausgesetzt in Mutter Natur, das ist archaisch. Das gibt Power. Kaffee? Zurückgeworfen zu sein auf die menschlichen Urinstinkte. Der Kampf ums nackte Überleben und nur der Stärkste kommt am Ende durch. Das ist das perfekte Training für jeden Politiker. Halten Sie den Mund. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich verbitte mir diesen Ton. Eine wie Sie würde keinen Tag in der Wildnis überleben. Also reden Sie nicht so eine dekadente Scheiße!